Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heart of the Woods auf dem PC. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Ich würde sagen, machen wir weiter an diesem wunderschönen Teich. Ein herrliches Wäldchen von bunten Bäumen bereitet sich vor mir aus. Es umgibt einen kleinen Teich. Irgendwie muss es hier verzaubert sein. Die Blätter hängen leicht lachsrosa von den Bäumen. Durch Schein von Lichtstrahlen lavenderfarbene Büsche wachsen um die Stämme herum. Sie glitzern vor Tau oder Magie. Während der schnell den Boden bis zum Ufer bedeckt, liegt auf den Bäumen nichts so wahrscheinlich der Schnee. Ja, soll Schnee sein. So ähnlich wie dort, wo der Geist des Waldes lebt. Ich frage mich, ob das etwas miteinander zu tun hat. Noch bemerkenswerter ist aber der Teich selbst. Er ist nicht gefroren. Seine glatte Oberfläche wirkt wie Glas. Nur gelegentlich kräuselt sich die Oberfläche ein wenig. Er ist klein, so klein, dass ich ja das andere Ufer deutlich erkennen kann. Dadurch wirkt der Ort noch geheimer, noch versteckter. Man könnte jahrelang durch den Wald laufen und ihn nicht entdecken. Langsam gehe ich zum Wasser zu. An einem Ort wie diesem muss man ruhig sein. Oh, Abigail. It's beautiful. Das Wasser berührt meine Füße. Die es aber nicht stören. Ich habe keinerlei Spiegelung, wie ein Vampir. Ich beschließe, das zu ignorieren. Where are we? What makes this place so special? This is one of my favorite places. Isn't it lovely? Der ist echt schön. As for what makes it special, Ihre Augen funkeln verschwörerisch. fairies. Für einen Moment herrscht Schweigen. Eigentlich sollte ich mich Ihre Antwort ja überraschen, aber mich überrascht nichts mehr. Nach allem, was ich gesehen habe, da sind Feen ja fast schon alltäglich. Ich erinnere mich auch, dass sie die früher schon einmal erwähnt hat. Ich schaue mich um und frage mich, ob ich übersehen habe, ob sie sich irgendwo versteckt haben, aber ich sehe nichts. Abigail muss lachen. Just as decorators. They aren't around right now. They much prefer the nighttime. They're far more active in the moonlight. You can still see traces of them, though. Um das zu zeigen, hält sie die Hände um eine der Kugeln, die wie Eiszapfen von den Bäumen hängen. Daran pulsiert ein schwarzes Licht wie ein Herzschlag, so leicht, dass es im Tageslicht nicht zu sehen ist. I'm sure they're around, watching. But I've only met them once myself. It may be years before you do. Ich habe die Katze schon gesehen. Da ist sie wieder, die Aussicht, die Ewigkeit so zu verbringen. Ich beiß mir auf die Lippe. I think that's okay with me. I've had enough magic for 1 week. Yes, understandable. Sie kommt wieder ans Ufer des Teichs und setzt sich hin. Ich nehme neben ihr Platz. Really though, thank you for bringing me here. It's nice. I'm glad. I wanted to show you that not everything about it is bad. That unlife does have its own little moments of niceness. Ich sehe sie an, aber sie schaut angestrengt weg. Auf dem Teich. Ihre Wangen sind ein wenig gerötet. Unlife is a good word. Nicht for lebend it. sein, ein guter Ausdruck, ja. Do you think so? Ja. I worried before you woke up that I would have forgotten how to speak or forgotten words. I talked to myself to keep in practice, waiting for a day when I would meet someone again. Mal vollkommen ab von der Novel hier. Muss ich mal ganz kurz was anderes tun. Ich habe mir gerade mal in die Hosentasche gefasst, weil ich dachte, da ist auch was drin. Und ja, es ist tatsächlich ein Imbusschlüssel darin gewesen. Warum habe ich einen Imbusschlüssel in der Hosentasche gehabt? Wann habe ich das letzte Mal einen Imbusschlüssel gebraucht? Warum habe ich den mitgewaschen? Definitiv habe ich den mitgewaschen. Ich habe die Hose von alleine genommen. Und drittens, warum gehe ich mit einem Imbusschlüssel in die Tasche einkaufen? Einfach mal so verpeilt Totschan wieder. Der hat einfach einen Imbusschlüssel in der Tasche, ey. Cool. Wollte ich nur so erwähnt haben. So nebenbei. That's also why I sing, so that I don't forget how much I enjoy it. Even if nobody listens. I know that it's silly, but sometimes a bit of silliness can be what helps me keep going. I don't think it's silly at all. Besides, if I could sing like you, then I'm sure I'd do it all the time too. I could teach you, if you'd like. Oh no, you don't know what you're getting into. I'm pretty sure I'm unteachable when it comes to singing. You'd have birds flying miles away instead of coming to listen. Sie lacht. Come now, I'm sure it can't be that bad. I knew nothing of singing when I first started. I simply practiced and practiced. Everything gets better with practice and time. My singing voice has got to be the one exception. Im Chor in der Mittelschule hat mir der Lehrer sogar gesagt, dass ich niemals eine Sängerin sein würde. Damals war das der traumatischste Tag in meinen 12 kurzen Jahren. In all of
of existence? Out of everything. In that case, I suppose I must hear it, just to know. You can't promise something like that and then not demonstrate. No way. Not happening. What if we sang a duet? Definitely not. Oh, you're no fun. Sie schlägt spielerisch gegen meine Schulter. Are there any instruments that you do enjoy? Any that I've heard of, that is? Piano. I've taken lessons since I was a little girl. Oh, wonderful. Piano ist kein Klavier. Yeah. I miss Das it. sind tatsächlich... Klar, jetzt mag jeder sagen, es sind aber beides dieselbe Art von Instrument, Schoki. Ja. Derjenige, der es sagt, hat damit nicht ganz unrecht, aber ein Piano hat einen anderen Klang als ein Klavier. Ich strecke die Finger aus und schaue sie an. Ich erinnere mich an das Gefühl der Klaviertasten. Sogar bevor ich hierher gekommen bin, habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe nie bewusst aufgehört. Es hat sich mit der Zeit einfach so ergeben. Most of the time, the only music I'd have the opportunity to listen to was during prayers, or the occasional traveling performer. Sometimes I'd convince Mr. Braun, who played the organ, to show me some of the pieces he'd learned in the city. Herrn Braun? Okay. Sie hält sie mit einem gerissenen Lächeln, als ob sie einen kleinen persönlichen Scherz mit mir teilt. Do you remember the names of any of the pieces? I wonder if I've heard of them. Oh yes, there was... Sie kaut an ihren Nägeln, als sie nachdenkt. Oh, it's on the tip of my tongue. Sie windet sich, sie zappelt herum und hofft, dass ihre Erinnerung zurückkommt. Schließlich schüttelt sie den Kopf. Maybe not. It seems I've forgotten. Do you think there's a chance, though? Are you very familiar with songs from, well, my time? Some of them, yeah. A lot of the most famous and respected composers come from those days. From this part of the world, too. Ich wollte gerade sagen, vermutlich Europa 1800 ist nicht so schwer. Abigail seufzt wehmütig und schaut in die Ferne. I'm glad to hear that. They must be magnificent to be remembered so many years later. How nice that must be, to leave behind a legacy, to be missed. Vermisst zu werden. Sie spricht es so wehmütig aus. Ein verträumtes Seufzen, als wäre es etwas, wonach sie sich sehnt. Ich schaue zu ihr, halb in der Erwartung, dass sie weint, aber ihr Blick ist ruhig und gleichmäßig. Sie bemerkt meinen Blick und lächelt. I'm sorry. I'm just feeling a little nostalgic. You don't need to apologize. I like hearing what's on your mind. I'm glad. It would be rather unfortunate if, after everything, we didn't get along. Wir müssen bei den Gedanken beide lachen. I do have another question, though. A personal one. I know you said I can ask you anything, but... I meant it. Please, go ahead. Well, before, you said that you've never even tried to... go back. Escape. Whatever the right word for it would be. Why is that? Doesn't it bother you? Being stuck like this? Abigail fährt mit dem Finger durch die weiche Erde unter uns. Natürlich gleiten ihre Finger wirkungslos durch den Boden und verändern nichts. If you don't want to answer, that's okay. I don't mind. I'm just thinking of what to say. So, I suppose that you've been thinking about it a lot, right? How to go back. Ich nicke. Almost constantly. I don't know if it's possible or anything, but don't get me wrong, I'm beyond grateful that you saved me at all. But it feels like we're so close to being alive, but not. Everything's changed, but at the same time, it's like nothing has. I don't feel much different, but everything's different. I have a whole life out there. Or at least I did. I can't just forget about it. Or move on, or give up, or something. I understand. Sie ist ganz still. Ich frage mich, ob ich zu weit gegangen bin oder ob ich etwas gefragt habe, was ich nicht hätte fragen sollen. In vielerlei Hinsicht ist das eine der intimsten und persönlichsten Fragen, die ich hätte stellen können. Dann dreht sie sich zu mir um und sieht mich an. I didn't have much left once I moved on. My family and those I care about. I had no desire to return to them, and then time started to pass. At first the days felt slow, torturously slow. I did nothing but sit around and mope
never straying far from the forest spirit who had saved me. But then I started to explore more, to get to know the forest, find moments of happiness. I was still terribly lonely, of course. It has been, until you got here. But I can honestly say that I didn't hate it. I sang, I watched, I found my own joy where I could. Eventually, time left me behind. The people I had known grew old and died. I'm sure many forgot about me, long before I forgot about them. At some point, there was nothing for me to want to go back to. The rest of the world outside this forest is just a maze that I don't know how to navigate. Here in the forest, I know nearly all there is to know. There's no grief or loss or pain. There's just peace. Bevor ich antworten kann, steht sie auf und klopft sich imaginäre Erde aus ihrem Kleid. Would you fill up for another walk through the woods? Perhaps this time I can show you where the wisest, most handsome-looking owl nests. It's been so long since I've said hello to him. Sie reicht mir die Hand, ich ergreife sie und akzeptiere den offensichtlichen Themenwechsel. Sie hilft mir auf die Füße. Sure. Let's go. Mit einem Lächeln führt sie mich in Richtung der Bäume. So viele meiner Gespräche mit Abigail sind schmerzhafte Erinnerungen, entweder an die Jahre der Einsamkeit, die sie durchgemacht hat, oder das, was in meiner eigenen Zukunft auf mich wartet. Aber beides macht mir eine Sache klar. Ich bin froh, dass sie hier bei mir ist. Hey, was ist so passiert? Oh, aber so ein Themenwechsel. Mehr war nicht? Mehr war tatsächlich nicht. Cool. Es ist ein paar Tage her, seit Evelyn Terra angegriffen hat, seit Giladura mit Terra gesprochen hat. Wir haben tagelang ohne Erfolg nach Maddie gesucht. Terra versucht immer noch so zu tun, als sei alles in Ordnung. Sie durchforstet jedes Stück Ortsgeschichte, das wir auftreiben können. Sie macht Witze und erzählt Geschichten. Wir können Maddie immer noch nicht finden. Trotzdem tut Terra so, als ob ihre Hoffnung kein bisschen schwindet. Sie lügt. Ihr Körper erzählt die Wahrheit. Sie zieht mich näher zu sich heran. Wenn sie unter mir ist, sie bleibt länger an meinem Arm als vorher. Ich glaube, das bemerkt sie nicht einmal selbst. Aber ich habe selbst jahrelang meine Gefühle verborgen. Da erkenne ich das bei anderen ziemlich gut. Tut sie das für mich? Tut sie das für sich selbst? Für uns beide? Das ist das Einzige, was ich noch nicht weiß. Morgan? Ich höre, wie Tara mich aus der Küche ruft. Sekunden später rieche ich den Rauch. Ich bin aus dem Schlafzimmer raus, bevor ich überhaupt merke, dass ich mich bewege. In meinem Kopf spielen sich 1 Million Szenarien ab. Was, wenn Evelyn schon wieder hier ist? Was, wenn die Hütte brennt? Was, wenn... I think I owe you a new pan. Tara fuchtelt nervös mit einer schwarzen Rauchwolke, steigt aus der Pfanne aus dem Herd auf. Ich kann nicht einmal sagen, was da drin sein soll. Was auch immer das einmal war, jetzt ist es Kohle. You guys don't have, like, a fire extinguisher. Schmeiß es here, aus dem right? Fenster, da ist genug Schnee. Ich atme tief aus, ich hätte nicht so erschreckt sollen. Ich bin einfach froh, dass es ihr gut geht. We don't need one. Let me see that. Ich kann ihr vorbeigreifen die Pfanne, bevor sie irgendwas sagen kann. Öffne die Tür und schleudere das, was auch immer in der Pfanne war, nach draußen in den Schnee. Sag ich doch! Ich halte einen Lappen unter dem Wasser an und werfe ihn ihr hinzu. Why don't you get the smoke off the wall before it stains? I'll take care of this. Langsam komme ich mit meinem Adrenalinschub runter. Ich strenge mich sehr an, das Ganze so ruhig wie möglich zu sagen. Ich soll nicht denken, ich wäre wütend auf sie. Ja, sie scheint zufrieden zu sein, dass sie etwas tun kann. Sie grinst und versucht zu salutieren, doch sie benutzt die flache Hand und schlägt sich selbst den nassen Lappen ins Gesicht. Oh, Tara! Hör auf, ich zu sein! Ich könnte schwören, dass sie sowas manchmal mit Absicht macht. Ich sag's aber, Tara, hör auf, ich zu sein. Das Problem ist, ich mach sowas wirklich manchmal mit Absicht und manchmal passiert mir die Scheiße einfach aus Versehen. Von daher kann nie einer sagen, hat er das mit Absicht gemacht oder war einfach nur wieder doof. 50-50. Während sich Terry ihre Aufgabe widmet, fange ich an, die verkohlten Überreste abzuwaschen, die noch in der Pfanne kleben. Nach ein paar Augenblicken höre ich, wie Tara nervös hinter mir von einem Fuß auf den anderen tritt. You don't cook much, do you? Does not cooking at all fall under not cooking much? Because if so, yeah. Then why did you... Ihre Augen wandern an der Theke und ich folge ihrem Blick. Dort steht ein Tablett, es ist absolutes Chaos. Ein Stück krumm geschnittenes Obst, eine Tasse mit einer Flüssigkeit, schwarzes Toastbrot. You were making me breakfast.
Tara sieht schuldig aus. Yeah, well, you know. Sie schaut nach unten und spielt mit ihrem Shirt herum. I figured that since we're leaving the cabin, it'd be a waste to just leave it here. And I don't know, you've been really helpful and stuff. And I thought maybe I could pay you back a bit. But I just wasted the food anyway. Mir schwirrt der Kopf, ich bringe keinen einzigen Ton raus. Ich habe nicht wirklich Freude, die wenigen Leute, mit denen ich gut auskomme, würden so etwas nie tun. In dem Moment, als ich für mich selbst sorgen konnte, hat Evelyn aufgehört, mir Essen zu kochen. Und selbst vorher habe ich nicht mehr bekommen als die Reste von dem, was sie für sich selbst gemacht hat. It was a dumb idea. Sorry. Schmatz. Mein Körper bewegt sich von allein. Ich stecke die Arme aus und schlinge sie um Tara. Bevor ich merke, strecke ich mich zu ihrem Gesicht und presse meine Lippen auf ihre. Als mir schließlich klar wird, was ich da tue, lasse ich von ihr ab und lasse meine Arme sinken. Sie steht für einen unangenehmen Moment beide da, bevor ich in der Lage bin, etwas zu sagen. Thank you. You're thanking me for screwing up making breakfast? I'm thanking you for trying. Oh, right. I guess that makes sense. Ich bezweifle, dass jemand wie sie verstehen würde, warum mir das so viel bedeutet. Sie hat gute Menschen in ihrem Leben, nette Gesten und solche Dinge sind für sie sicherlich Alltag. Aber was mich angeht, ich wurde immer nur wie ein Werkzeug behandelt. Ich habe jahrelang darüber gegrübelt. Ich dachte, ich hätte es verdient. Es war nicht schwer, das zu glauben. Deswegen bedeutet mir dieser Augenblick mehr, als ich ausdrücken könnte. Selbst wenn ich wüsste, wie ich mit Menschen reden sollte, ich könnte es nicht. Das Beste, was ich tun kann, ist versuchen, es irgendwie zurückzugeben. Maybe we could make something together? After all your videos have taught me, I'd be happy to teach you a few things in return. Are you sure? I mean, I literally know nothing about cooking. All I do is slow you down. Sie protestiert, aber ihr Lächeln zeigt deutlich, wie sehr sie das tatsächlich möchte. Das Grinsen ist in echt viel strahlender, als wenn man es nur auf einem Stream sieht. That's okay. I'll take the lead, and we can go slow. Ich nehme wieder ihre Hand, sie drückt sie und ich drücke zurück. Now, let's start with teaching you how to use a stove without burning the house down. Das ist der erste Schritt. That's probably a good one to know, yeah? Ich renne ein paar Würstchen aus dem Kühlschrank und werfe sie jetzt in die saubere Pfanne, bevor sie wieder auf den Herd stellen. Okay, so you're going to want to have the heat a little lower than the absolute maximum for this one. I figured the higher it went, the faster it would cook. Technically, you're right, but that's also how you burn things beyond recognition. Ich stelle mich hinter sie und lege die Hand auf den Pfannengriff. Sie drückt mich an ihren Rücken und bewegt ihre Hand hin und her. Keeping it in motion is a good way to make sure it cooks evenly. Right, cool. Ich gebe den Grundlagen durch. Sie kommt mit den Anweisungen überraschend gut zurecht. Es hilft, dass sie wirklich etwas lernen möchte. Nach ein bisschen kümmern wir uns um den Toast, dann um den Kaffee. Sie ist etwas fahrig, aber sie bekommt es hin. You're doing great. I'm impressed. Well, doing it with you is a pretty effective motivator. Very subtle. When am I anything but? Wir sind mit den Eiern fertig und setzen uns, um zu essen. Tara schlingt ihr Frühstück hinunter und ist schon fertig, bevor ich auch nur die Hälfte geschafft habe. Holy shit! That was so good! Looks like you're a better cook than you thought. Oh, please. That was like 25% me at most. But thank you. I definitely learned enough to surprise Mads when she gets back. Kaum erwähnt sie, Maddie scheint ein guter Teil der Freude aus dem Zimmer zu verschwinden. So schön es gerade auch war, es war nur eine kurze Flucht aus der Situation, die immer noch wie eine schwere Wolke über unseren Köpfen hängt. Ihr Lächeln verändert sich überhaupt nicht, aber ich sehe, dass ihre Augen leicht zucken, nachdem sie es ausgesprochen hat. Ich wünschte, ich könnte etwas Beruhigendes sagen. Ich könnte versuchen, ihr einfach zuzustimmen, aber ich weiß, wie leer sich das anhören würde. Aber wieder schluckt sie alles runter. Ich weiß, wie es sich anfühlen muss. Danach fällt es mir viel schwerer, als ihr wieder zu lächeln. And the best part is that we don't have to wash any of the dishes since we're leaving after this. We're washing the dishes. Oh, come on! Widerwillig schleppt sie sich zum Spülbecken. Ich bleib sitzen und esse weiter. Wenige Sekunden später taucht Tara wieder auf. Hey, quick question. It should be okay if we leave Maddie's stuff here, right? I'd hate for her to come back and be missing all her super important films. It should be fine. With us out of the way, Evelyn won't have any reason to focus on the cabin anymore. Hey, Morgan, can you come here for a sec? Ich laufe den Flur hinab und sehe sie, wie sie eine schwere schwarze Tasche anstarrt. What's that? It's Mads' camera equipment. I was just thinking that maybe we should shoot a video before we leave. Like, film an episode? Not quite.
More like a summary of what's happened, for reference. Kinda like a black box in a plane. That way there'll be a record. Something that could help anyone else who decides to look into this. A dead drop. Bei dem Begriff zuckt sie zusammen. Für ihren Geschmack ist das wohl ein wenig zu makaber. It's worth a shot. I can help you film it. Are you sure? That's a professional quality camera. Even I don't know how half the shit it does works. That's Maddie's domain. I'm sure I can figure something out. It can't be too hard to get the basics down. Ich nehme die Tasche und werfe sie über meine Schulter. Mit der anderen Hand nehme ich das Stativ. All right, let's get to work. Okay, wait, let me... Gut, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir an der Stelle nochmal eine ganz kleine Aufnahme. Pausieren uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.